So, hi. Immer wieder ein kurzes Tutorial. Das habe ich eigentlich vor ein paar Monaten schon mal on Stream gemacht und wollte es eigentlich dann auf YouTube hochladen. Nur wie ihr merkt, habe ich das nicht getan. Deswegen nehmen wir das jetzt einmal kurz neu auf, da es das Video die nicht mehr gibt. Worum soll es grob gehen? Und zwar wurden mit dem Pferde-Update, oder besser gesagt vor dem Pferde-Update im Update, also so Oktober letzten Jahres oder sowas, wurden die Gleisbauzüge auch alle rebalanced. Und es ist jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich, welches Fahrzeug wie gut ist. Und vor allem hat sich die bestehende Meta absolut verändert. Deswegen habe ich hier einen kurzen Testbild in einem kreativen Spielmodus. Wir sehen, hier sind einfach ein paar Wohnhäuser, dass wir die Arbeiter haben. Auf einfacher Bürgerzufriedenheit, dass wir möglichst wenig Einfluss durch die Arbeiter haben. Und haben wir hier einfach nur einige Gleisbaubüros. Ne? Einmal mit dem Pflegekranken K25, mit dem KZH, mit dem Edeka, dem ehemals besten Fahrzeug, und ich sage schon ehemals. Dann mit den DKGU, mit dem MUV und mit dem AGMU. Das heißt, hier vorne haben wir einmal die ganzen Gleisbaufahrzeuge aus dem Base Game, also für jeden relevant, auch die Leute, die nicht das Early Star DLC haben. Dann haben wir hier einmal den BR80 in lang, den BR80 in kurz, den Steam Crane, Industrial Crane, irgendwas. Das ist das einzige NATO-Gleisbaufahrzeug, das wir jetzt haben. Dann haben wir hier einmal den Janvaret, den O&K Dampfdrehkreuzwagen und den Weimarer Dampfdrehkreuzwagen, sowie natürlich noch den LTC. Wir haben hier alle mehr oder weniger einmal einen gleichen Bild und wir messen danach einfach einmal die geschafften Meter von dem Signal aus. Ja, die sind zwar hier alle so in etwa auf derselben Höhe, das heißt, wir können auch auf den ersten Blick schon grob erkennen, wer hat wie weit geschafft, und wir können es dann danach relativ genau messen von hier aus. Die Werte habe ich auch bereits in einer Excel-Liste und die zeige ich euch gleich noch einmal ganz kurz. Dann könnt ihr einmal kurz sehen, welches Fahrzeug neuerdings das Beste ist. Ne? Wir schauen jetzt mal, ich werde jedes Fahrzeug versuchen nur einmal fahren zu lassen, sollte an sich machbar sein. Muss ich gleich mal drauf schauen, dass wir sie dann pausieren, wenn sie ihre Strecke geschafft haben. Und uns interessiert einfach nur zum einen, einmal optisch, seht ihr das relativ gut, wie schnell sind die jetzt beim Bauen und vor allem halt, wie viele Meter schaffen die pro Strecke. Na, das sind so für mich gerade die relevanten Werte. Und gucken wir mal. Wir hören die ersten fahren los. Dauert dann mal ein bisschen, bis das Skript darin triggert. So, machen wir mal ein bisschen auf flotter. Ich sag mal hier, das werden ziemlich sicher so die ersten sein, die fertig sind. Deswegen behalte ich mal den LTC einfach hier so offen, weil der so ein bisschen abseits ist. Gucken wir erstmal hier so ein bisschen auf die. Da ist der UK25, da weiß ich, dass der eine Weile brauchen wird. Und da sehen wir schon, der MUV ist gleich schon leer. MUV und BUV oder wie auch mal hieß. Hier sind wir schon einmal leer. Das heißt, das kann ich direkt einmal pausieren. Er ist auch gerade leer, er ist auch gerade umgedreht. Er schafft sogar noch, also liegt daran, weil er langsam baut, aber er ist sogar noch dabei. DKGU ist auch gerade fertig. Der UK5, nicht der UK, die Dampfdrehteile aus Deutschland sind gerade fertig geworden. Da ist der Janvaret fertig. Wir sehen hier richtig schön abziehen, tut vor allem der UK25, der ist jetzt gerade durch. Habe ich ihn auch mal. Der KZH ist auch gerade durch. Der LTC ist auch durch. Haben wir an sich gerade noch 3 Leute, die im Spiel sind. Der EDK, der kleine BR80 ist auch gerade durch. Da ist der EDK durch und jetzt sehen wir noch hier den langen BR80, der zieht hier noch ein bisschen und ist da gerade durch. Und da ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen von euch schon so ein bisschen die Überraschung, weil ich habe es jetzt ja schon angeteasert. Der EDK ist nicht mehr der Beste. Nicht mal mehr im Ansatz. Ja. Es ist jetzt halt so ein bisschen schwer rein aus den Werten hier vorne zu erkennen, welches Fahrzeug wie gut ist. Das war vorher schon teilweise ein bisschen problematisch, aber da hattest du halt wenigstens relativ gute Vergleiche. Du konntest halt sagen, das eine Fahrzeug hat eine Gleisbaugeschwindigkeit von 50, das andere hat eine von 60. 60 ist besser als 50, also ist das wahrscheinlich besser. Funktioniert so halt nicht mehr. Ne? Und sehr schönes Beispiel ist hier der UK25 und der lange BR80. Das sind die beiden, die die meiste Strecke pro Tour schaffen.
Bei dem sind es hier um die 460, wir sehen es gleich einmal in der Excel-Liste, um die 460 Meter gewesen, die er schafft pro Tour. Und bei dem hier um die 550. Und wir haben aber auch gesehen, der UK25 war deutlich schneller als der BR80. Und das, obwohl der die haben beide eine massive Geschwindigkeit, aber er ist halt eigentlich langsamer von der Geschwindigkeit, die dort steht. Aber halt nur von der Geschwindigkeit, die dort steht. Also es ist leider mit den neuen Werten hier etwas verwirrend, weil eben halt andere Werte im Hintergrund sind, die uns aber nicht angezeigt werden. Und das bedeutet vor allem im Fall von BR80, dass um diese Gleisbaugeschwindigkeit von 210 von ihm zu erreichen, braucht er auch 210 Arbeiter. Der hier hat eine Gleisbaugeschwindigkeit von 100, braucht 120 Arbeiter. Der hat eine Gleisbaugeschwindigkeit von 28 und braucht 66 Arbeiter. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Und da ist halt einfach das Thema, der UK25, meiner Meinung nach, der mittlerweile deutlich beste Gleisbauwagen mit Einschränkungen. Der war vorher auch schon sehr gut. Ist halt jetzt einfach richtig gut, weil der braucht halt nur 30. Und schafft zwar ein bisschen weniger Meter als der BR80. Dafür fährt der hier auch nur 37 und er fährt 40. Also der ist jetzt auch ein bisschen schneller geworden mit der Anpassung. Braucht halt vor allem aber einfach massiv viel weniger an Arbeitskraft. Ja, das ist halt schon ein richtig krasser Unterschied, 210 zu 30. Der UK25 hat dabei aber leider so ein paar Nachteile. Zum einen, wenn ihr mit Early Start spielt, ist er halt erst sehr spät verfügbar. Und vor allem, er kann nur Gleise verlegen. Er kann keine Brücken bauen. Er kann keine Tunnel bauen. Er kann zwar sowohl auf die Brücke als auch auf den Tunnel danach die Gleise reinlegen. Aber er kann eben halt weder das Brückengerüst bauen, noch kann er den Tunnel buddeln oder aber auch den die Tunnelwand ziegeln. Na, das müssten andere Fahrzeuge machen. Auch kann er keine elektrischen Gleise verlegen, also die Masten letztendlich auf die Gleise raufpacken. Gerade das Elektrifizieren, also die Masten raufpacken, das kann in der Theorie aber selbst so ein kleiner MUV ohne Probleme. Na, der schafft hunderte Meter, blöd gesagt, mit einmal fahren. Oder man hat dann eben halt, das habe ich in der letzten Pferderepublik eben halt gemacht, dass ich dann eben halt eine Kombination aus KZH und Verlegekran UK25 hatte. Die beiden Kombo halt einfach ideal. Ne? Das ist schon echt gut. Wobei der natürlich eine Menge Arbeitskraft zieht, dafür, dass er dann nicht so oft benutzt wird. Na, muss man gucken, Zweifelsfalle nutzt man den oder man schickt den KZH, wenn man gerade keine Tunnel oder sowas bauen muss, schickt man den so lange vielleicht ins Zugdepot zurück und schiebt den nur ins Gleisbaubüro, wenn man gerade Tunnel bauen muss. Das wären so Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Na, ansonsten eben halt hier bei denen ist es halt an sich der BR80, der am meisten Strecke schafft. Wenn man Kosten-Nutzen-Faktor eben halt sich anguckt, dann ist es eigentlich eher der BR80 kurz. Oder aber, was auch sehr gut war, ist eben halt hier dieser Janvaret. Braucht eben halt nochmal minimal mehr Arbeiter und ist eigentlich auch ein bisschen schlechter, aber ich glaube, der ist eher von der Verfügbarkeit her. Das können wir auch einmal kurz gucken. Der ist von 34 an und der ist, nevermind. Dann ist der BR80 Short eigentlich am interessantesten. Na, das ist schon echt gut. Und ich habe die Werte hier auch nochmal kurz für euch. Nicht in der Excel-Tabelle. So viele Excel-Tabellen. Ja. Da habe ich das für euch auch hier nochmal kurz in der Excel-Tabelle zusammengepasst. Also immer einfach einmal kurz grob gemessen. Kann man halt leider nur dann messen. Also ich habe dann hier mit dem Vermessungstool, wie gesagt, von hier aus so geschaut. Okay, wie weit sind wir gekommen? Und dann sind wir hier bei 194 Meter jetzt in etwa. Vielleicht 193, 92. Das ist jetzt hier in dem Fall der Janvaret. Und dann können wir gucken, was habe ich damals angegeben? 193 Meter. Das ist also die in etwa gebaute Strecke. Da sehen wir, wie gesagt, am besten ist der BR80 lang mit 555 und der UK25 mit 466 Meter. Und dann habe ich mir mal einmal hier notiert, wie viele Ressourcen haben sie dabei verbraucht. Habe einfach einmal geguckt, was war an Ressourcen im Gleisbauamt, bevor sie losgefahren sind und was war drin, nachdem sie losgefahren sind. Und das ist hier einmal in der Theorie. Es ist auch so wieder schön, dass man wieder sieht, dass es so ein paar Rundungsfehler, sag ich mal, gibt. Das ist jetzt einfach, wie viel in der Theorie verbraucht wurde oder wie viel Meter in der Theorie mit den verbrauchten Keys hätten gebaut werden müssen. Da sieht man auch, dass da so ein paar Abweichungen mal drin sind. Ne? Das ist unschön, aber na gut. Also letztendlich das Entscheidende für euch, der UK25
war früher schon cool. Früher war der identisch mit dem KZH, hatte nur eben halt diesen Nachteil, dass er nicht alles bauen kann. Und er war deutlich langsamer, was die Fahrgeschwindigkeit angeht. Da ist er auch immer noch langsamer. Der KZH schafft 75 km/h. Also der ist wirklich flott unterwegs. Auch schneller als der Edeka. Der schafft nur 65. Ja, das heißt, unter den Base-Game, Gleisfahrfahrzeugen und auch im Late-Game generell sind die beiden am besten. Ansonsten ist eigentlich das Beste der BR80 Short. Ich hoffe, das hilft euch kurz, um ein bisschen den Gleisbau voranzutreiben. Und ja, das war's dann. Schönen Tag noch. Ciao.